Das bringt mich ganz wunderbar zu meinem nächsten Gesprächspartner, den ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte. Das ist der Herr Professor Dr. Christian Beer. Er ist der Chief Digital Officer von der DATEV. Hallo, guten Morgen. Ich sehe, Sie sind schon bei Hi. uns. Hallo, Herr Beer. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass wir Gelegenheit haben, über Ihre Rolle bei der DATEV und die spannenden digitalen Transformationsschritte zu sprechen, die Sie dort in der Organisation machen, die ganz viel auch damit zu tun haben, wie bei der DATEV heute und in Zukunft gearbeitet werden wird, oder? Ja, man stellt ja immer gern so in den Raum, gerade im Bereich des Steuerrechts ist Agilität schwierig. Ich behaupte, gerade im Bereich des Steuerrechts ist Agilität die Grundvoraussetzung. Denn wenn die Corona-Krise eines gezeigt hat, was aber auch vorher schon gang und gäbe war, dass nämlich tatsächlich neue Gesetzgebungen erlassen werden, sie aber 1-2 Wochen später dann umgesetzt sein müssen. Also denken wir an die Mehrwertsteuererhöhung, dann wieder runter, an Kurzarbeitergeld, alles Sachen, die eben jetzt ein Begriff sind. Dann müssen Sie innerhalb von diesen 1-2 Wochen nicht nur Gesetzestext, meistens so eine Ausführungsverordnung zu Beginn, in Software übersetzen, die Software zum Kunden bringen, den Kunden ja davon informieren, dass er jetzt ein neues Stück Software hat, ihm zu zeigen, wie es damit zu arbeiten geht. Also das auf 2 Wochen ist schon eine Herausforderung. Ja. Wie haben wir das hingekriegt? Sie haben es angesprochen, wir hatten uns zum Glück schon vor der Corona-Krise mit dem Thema Organisation intensiv beschäftigt. Und ich habe damals die Behauptung aufgestellt, wir dürfen die häufigste Ausrede in deutschen Unternehmen einfach nicht mehr gelten lassen. Was meine ich damit mit der häufigsten Ausrede in deutschen Unternehmen? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Beilfuß, aber seit ich arbeite, kenne ich den Satz in hektischen Zeiten wie diesen. Man begründet es immer damit, die Entwicklungsgeschwindigkeit hat sich massiv verkürzt. Jede neue Technologie kommt noch schneller, setzt sich noch schneller durch, etc. Und dann kommt nach dem Satz in hektischen Zeiten wie diesen die Ausrede, warum kann ich heute was nicht tun, das mache ich dann morgen, nächstes Quartal, nächstes Jahr. Und ich behaupte, das ist eine Lüge. Denn wenn diese These stimmt und wenn es keine Tendenz gibt, dass sich die Entwicklungsgeschwindigkeit verringert oder zumindest mal stagniert, dann heißt doch diese These nichts anderes als in hektischen Zeiten wie diesen, es wird nie wieder so gemütlich, wie es heute ist. Das heißt, wenn ich davon überzeugt bin, dass ich eine Veränderung brauche, gibt es keinen Grund mehr, sie aufs nächste Quartal zu schieben. Und wenn ich es tue, brauche ich einen richtig guten Grund, weil es muss klar sein, ich habe dann weniger Zeit und noch mehr Hektik. Und dessen haben wir uns gestellt, haben dieses Thema Agilität bei uns eingeführt. Jetzt ist Agilität im Umfeld eines IT-Unternehmens ja nicht wirklich was Neues, aber wir haben den Anspruch gehabt und ich denke, wir haben es auch gut umgesetzt, Agilität für die ganze Firma zu denken. Eben nicht nur im Softwareprozess, Kanban, Scrum und ein paar schöne Methoden einzuführen, sondern das Mindset, das dahinter steht. Und neben den klassischen Punkten, das Sie sicherlich in den 2 Tagen auch schon häufig gehört haben, crossfunktionale Teams, der Kunde muss im Mittelpunkt stehen, haben wir uns aber auch die Frage gestellt, was ist eigentlich der Beitrag des Managements? Und eben nicht nur in Rahmenbedingungen schaffen, sondern auch im Prozess selbst. Und da ist für uns ein wichtiger, entscheidender, und Entscheidung ist schon gleich ein Stichwort, Punkt rausgekommen, nämlich wie verkürzen wir eigentlich die Zeit von, wir haben eine Idee, bis zu dem Top-Management entscheidet. Und deswegen haben wir unsere Entscheidungsstrukturen, ich würde sagen, radikal verändert an dieser Stelle. Wahrscheinlich ging es uns so wie vielen anderen auch. Einmal im Monat gibt es eine Sitzung mit der Geschäftsleitung, da werden große, wichtige Vorhaben besprochen. Da muss man 10 Tage vorher seine Sachen eingeben. Dann kommt irgendeine Diskussion hoch, da sitzen dann auch mal 2, 3 Geschäftsleitungsmitglieder dabei, die sind fachlich nicht so tief in diesem Thema drin. Dann gibt es eine Rückfrage, dann gibt es eine Schleife, dann kommt es wieder, dann gibt es noch eine Analyse. Und dann vergehen mal ganz schnell 8 bis 10, 11 Wochen, bis so eine Entscheidung getroffen ist. Da ist noch keine Zeile Code geschrieben. Und das haben wir radikal verändert mit dem Anspruch zwischen, ich will eine Entscheidung und das Top-Management hat entschieden, maximal 10 Tage, eher weniger vergehen zu lassen. Wie sind wir vorgegangen? Als erstes haben wir tatsächlich diese monatlichen Sitzungen abgeschafft. Ist ein Kulturbruch. Ich denke, auf das Thema Kultur werden wir im Nachgang in der Diskussion sicherlich noch kommen. Wir haben ein paar Kulturbrüche an dieser Stelle gemacht und haben dafür einen Entscheidungsmontag gemacht. Das heißt, Vorstand und Geschäftsleitung hält sich den Montag frei, dort werden Entscheidungssitzungen gemacht. Aber nicht mehr in einem großen Raum alle zusammen, sondern pro Thema Slot eine halbe Stunde, Stunde. Diejenigen, die ich brauche. Das nächste Spannende, wer entscheidet, wen brauche ich, nämlich der die Entscheidung haben möchte. Nicht mehr das Management. Also wir haben die Entscheidung nach unten delegiert.
Auch zu sagen, muss überhaupt der Vorstand, muss überhaupt die Geschäftsleitung jedes Mal beteiligt sein, um dem agilen Modell zu folgen, trifft die Entscheidung dort, wo sie am einfachsten, am tiefsten Punkt in der Hierarchie getroffen werden kann. Heißt loslassen, auch so eine Kulturführungsfrage an dieser Stelle. Und wir haben weiter einen extrem wichtigen Punkt gemacht, absolute Transparenz eingeführt. In großen Unternehmen, vermutlich auch in kleineren, ist dieses Thema Hoheitswissen. Ich habe die klassische Informationskaskade. Ne? Das Top-Management entscheidet, dann erzähle ich es irgendwann die nächsten 1-2 Tage meinen leitenden Angestellten, dann erzählen es die in den nächsten 2-3 Tagen ihren Abteilungsleitern. Wir können das jetzt fortspielen, bis bei dem Mitarbeiter ankommt, der arbeiten soll. Sind wir froh, wenn über stille Posten noch alles ankommt? Und es kommt zu unterschiedlichen Zeitpunkten irgendwann im Hause an. Auch das haben wir radikal verändert, nämlich diese Entscheidungen sind bei der Suche schon auf ein SharePoint für jeden Mitarbeiter ersichtlich mit Unterlagen, was wird eigentlich entschieden. Und wir führen ein Live-Protokoll und manchmal sind es die kleinen Sachen, die richtig durchschlagenden Erfolg haben. Wenn wir solche Entscheidungen abändern, dann protokollieren wir das in der Sitzung und das heißt, eine Stunde nach Entscheidung hat das ganze Haus Zugang zu der getroffenen Entscheidung und kann direkt loslegen. Herr Beer, eine Zwischenfrage. Es ist wahnsinnig faszinierend, Ihnen zuzuhören, weil Sie ja uns eine Perspektive eröffnen aus Ihrem Unternehmen, aus der DATEV heraus, die sozusagen ja über die strategische Zielsetzung, Dinge zu verändern, doch weit hinausgeht, wirklich in die Operationalisierung, so wie Sie es ganz konkret im Unternehmen gemacht haben. Ich möchte das eine Beispiel herausgreifen, das Sie gerade sehr bildhaft auch dargestellt haben, dieser auf 10 Tage verkürzte Entscheidungszyklus. Das ist ja auch ein Anspruch, den die Mitarbeiter in ihrem Unternehmen jetzt sicherlich an ihre Führungskräfte auch stellen und einfordern. Ihr habt gesagt, wir kriegen hier jede Entscheidung in 10 Tagen und nun macht das auch mal. Sie haben dargestellt, wie Sie das machen, aber ich möchte da noch mal nachfragen. Dazu gehört ja auch die Bereitschaft der Führungskräfte, ihr gesamtes Arbeitsverhalten doch sehr grundlegend zu ändern. Wie ist es gelungen, innerhalb der großen Organisation Ihres Unternehmens dieses veränderte Mindset auch gerade in der Gruppe der Führungskräfte denn tatsächlich zu etablieren? Also zum einen mit viel Reden und auch mit viel Überzeugen. Und an der Stelle, auch wenn ich ein bekennender Verfechter von Technologie bin, um Menschen in einem Change mitzunehmen, müssen Sie mit den Menschen reden und Sie müssen auch aufzeigen, warum Sie etwas tun. Also dieses Neuhochdeutsch nennt sich dann Purpose. Ich würde einfach nur sagen, den Sinn und Zweck dahinter. Warum tue ich das? Und das muss Stand haben. Und das ist der Punkt, schneller was zum Kunden zu bringen. Und da sind Führungskräfte genauso dabei wie Mitarbeiter. Um dann zu sagen, lass uns ehrlich sein, wir können keinen Change von Mitarbeitern erwarten, agil zu werden, aber wir tun es nicht im Management. Also müssen wir dieses Mindset von oben nicht nur einfordern, wir müssen es mitmachen und vorleben. Und dieses Vorleben heißt dann eben auch, und Agilität bedeutet auch loslassen, dem Team Entscheidungshoheiten geben, auch Entscheidungen delegieren. Und wenn ich sage Entscheidungen delegieren, heißt es auch Kompetenz delegieren, die Entscheidung selbst zu treffen, im Rahmen einer End-to-End-Verantwortung. Und das kombiniert mit ganz viel Transparenz. Und wenn wir Mitarbeitern erzählen, das haben wir vor, auch zu sagen, da könnt ihr uns dran messen. Deswegen diese Offenheit, das steht nächsten Montag auf der Entscheidungsliste. Ihr könnt spätestens abends schauen, was haben wir entschieden. Und es kommt in 5% der Fälle schon auch mal vor oder 10%. Wir brauchen noch eine Runde, aber es ist nicht wie vorher, wieder 6-8 Wochen. Jetzt bist du nächsten Montag da. Und das ist das, was, wenn wir das vorleben, kriegen sie auch die Akzeptanz und dann geht die Mannschaft auch mit. Okay. Jetzt möchte man ja häufig bei Entscheidungsprozessen ja alle Beteiligten, alle Mitarbeitergruppen auch eingebunden wissen. Sowohl aus Sicht derjenigen, die möglicherweise die Entscheidung für ihre tägliche Arbeit benötigen, als auch aus Sicht der Führungskräfte. Wie gelingt das ganz konkret in diesen extrem verkürzten Zeiträumen? Durch 2 ganz kleine, banale Vorgaben, die wir gemacht haben. Derjenige, der die Entscheidung sucht, bringt bei dieser Information schon mit, welche Stakeholder hat er aktiv schon eingebunden beim Aufbereiten der Unterlagen, damit wir entscheiden können. Und dann sagt er, wen brauche ich zum Entscheiden, wer ist betroffen? Ist es Operations, ist es Develop, ist es vielleicht auch Vertrieb an der Stelle? Gleichzeitig aber auch die Erwartungshaltung an die Führungskräfte. Schau dir an, was zur Entscheidung ansteht. Und wenn du meinst, du musst mit dazu, weil du auch was sachlich beitragen kannst, dann sag, Achtung, das ist mein Part, ich gehe dazu. Das heißt, wir haben auch aus dieser Information Berieselungstaktik, ihr müsst mir immer alles erzählen, damit ich mich eingebunden fühle. Das umgedreht haben gesagt, ich gebe dir die Chance, alles zu sehen. Aber du musst dich schon selbst informieren, was ansteht und wo du betroffen bist.
Okay, ja, sehr spannend. Und darf ich denn fragen, Herr Beer, wie hat sich denn ja diese neue Kultur unterlegt mit neuer Technologie und scheinbar sehr klar definierten Prozessen, wie halt auch Mitarbeiter und Führung in dem Unternehmen jetzt miteinander agieren? Wie hat sich das denn jetzt durch die letzten Monate, pandemiebedingt Monate, auf die Sie sich sicherlich in der Form auch nicht vorbereiten konnten, wie hat sich es denn bewährt? Wie sehen Sie denn sozusagen die Erfolgsbilanz? Sehr positiv, und ich bin sehr vorsichtig, Corona in Kombination mit positiv zu bringen. Allerdings hatten wir, wie eingangs schon gesagt, das Glück, dass wir uns mit diesen Prozessen schon vorher beschäftigt hatten. Das heißt, wir konnten die Diskussion, diesen Change in Ruhe, auch unter Einbindung der Leute, über 12 Monate vorbereiten und hatten dann tatsächlich die Feuertaufe mit Corona, mit den kurzfristigen Entscheidungen. Und da waren wir natürlich dann in echt gefordert, die Sachen sofort sehr hart zu leben. Ich weiß gar nicht, ob man den Mut gehabt hätte, so hart den Schnitt zu machen, wären wir nicht extern hier gezwungen worden durch die Pandemie. Aber dass das natürlich funktioniert hat, die Beispiele Kurzarbeitergeld etc., also wirklich mit Mehrwert sofort schnell zum Kunden liefern, was ja das A und O des Unternehmens sein muss. Und das ist natürlich dann das Beweisen am Live-Problem, war das Beste, was uns an der Stelle tatsächlich passieren konnte, sowohl Ja. intern als auch extern. Ja, es gibt ja dieses schöne Zitat, wo dann gesagt wird, Corona bei all den negativen Begleiterscheinungen und bei all den Schwierigkeiten, die es für den Einzelnen und auch für Organisationen letztlich mit sich bringt, aber hat natürlich einen Beitrag für die Beschleunigung von Veränderungen in Organisationen, weil der Zwang an der Stelle einfach da ist. Wir haben hier über diese Fragestellung sozusagen des Zusammenwirkens zwischen dieser Pandemie und den Veränderungen in den Unternehmen auch schon aus vielen Perspektiven gesprochen. Eine Perspektive ist ja auch, dass es natürlich auch Zeit reduziert hat. Dadurch, dass sich jetzt ganz viele Veränderungen so enorm beschleunigt haben, ist auch weniger Zeit da gewesen und es bleibt weniger Zeit da, sich auf die nächsten Schritte vorzubereiten. Wie sehen denn die nächsten Schritte für Sie aus? Wie geht es für Sie jetzt weiter auf der Reise? Also ich denke, die nächste Herausforderung wird sein, das Positive, was wir jetzt aus den neuen Arbeitsformen gelernt haben, wie leicht dann doch Videokonferenzen sind. Wir hatten letztes Jahr um diese Zeit die Herausforderung, innerhalb von 3 Tagen 6.500 Menschen ins Homeoffice zu schicken und arbeitsfähig zu halten. Das hat sich gut eingebürgert. Wir sind zu Beginn auch tatsächlich produktiver geworden. Man merkt aber auch jetzt nach 12 Monaten, der menschliche Kontakt fehlt an ein paar Stellen. Also wie bringt man jetzt beides Positive zusammen? Es darf kein Zurück geben. Ich mache wieder Reset, Pendel schlägt komplett zurück, sondern wie bringt man es zusammen? Wir glauben, dass es eine Mischung sein wird. Wir sind gerade in intensiven Gesprächen mit den Mitarbeitern. Also wir nehmen das Thema Agilität auch hier auf. Lasst es uns nicht im Management entscheiden, wie wir die Arbeit von morgen uns vorstellen. Lasst uns das mit unseren Mitarbeitern zusammen diskutieren. 2 Beispiele, was wir ganz aktiv tun. Wir bereiten uns auf ein Hybrid-Szenario vor. Wir gehen davon aus, so 2, 3 Tage wird man sich tatsächlich auch physisch treffen. 2, 3 Tage eher fachliche Arbeit. Nur Fachbesprechungen kann man auch sehr gut online jetzt machen. Aber auch die Arbeit dann hier im Büro wird anders werden. Man braucht deutlich mehr Teamräume, wo man sich als Team findet, wo man Diskussionen führen und weniger Einzelarbeitsplätze, denn das, glaube ich, wird eher zu Hause sein. Also wir investieren tatsächlich auch physisch in Umbauten im Augenblick, um von Einzelbüros zu Teamräumen zu kommen, zu Veranstaltungsräumen, und Veranstaltungsräumen nicht im Sinne von Event und Bespaßung, sondern wie kann ich eine große Runde haben, dann teile ich mich in 5 kleine Side-Meetings auf, komme später wieder zurück, und aus diesen verschiedenen Aspekten, glaube ich, wird dieses sogenannte New Normal entstehen. Ob es wirklich new ist, kann man diskutieren. Da gibt es ja schon sehr lange Ansätze in der Organisationsentwicklung in diese Richtung. Aber ich glaube, wenn es eines gezeigt hat, und als Verantwortlicher für die Technologie sage ich vollster Überzeugung, den Menschen an der Stelle zu vergessen, ist der größte Fehler, den man machen kann. Sie müssen in der Diskussion bleiben und die Menschen müssen auch mal Zeit haben, beim Kaffee was zu diskutieren. Da kommen gute Sachen raus und da muss man den Menschen auch vertrauen, wenn sie mal Kaffee trinken gehen, hier irgendwo in einem Coffee-Eck. Die diskutieren schon über die Firma. Vertraut ihnen, die reden schon weiter. Das ist keine verschwendete Zeit. Ja, und ich finde das einen ganz wunderbaren Ansatz, auch dass Sie jetzt in der Entwicklung des neuen Normals für die DATEV, weil sicherlich wird das neue Normal für die DATEV wieder ganz anders aussehen als das neue Normal für andere Firmen, wenngleich möglicherweise bestimmte Grundlinien vergleichbar sein werden. Aber dieses neue Normal, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Sie haben es als ein Hybrid-Normal sozusagen prognostiziert. Der Prozess ist ja noch im Gange. In welchen Bereichen und wo sehen Sie diese hybriden Strukturen? Wie werden die dann abgebildet sein?
Ich glaube, Hybrid wird es an verschiedenen Varianten geben. Nehmen wir Beispiel 1. Wir werden Meetings haben, da sind 3, 4 Leute vor Ort, aber 2 schalten sich zu. Und so doof es jetzt klingt, es ist dann halt nicht so einfach, wenn du nur die kleine Kamera am Laptop hast. Also das ist für den einen ganz okay, aber in einem Raum mit 4 Leuten ist es ziemlich anstrengend, 3 Stunden ein Meeting zu haben, wenn ich nur eine kleine dauerhafte eingestellte Perspektive habe. Also haben wir zum Beispiel hier Systeme installiert, dass immer die Kamera automatisch den entsprechenden zoomt, dass das von alleine passiert. Dann wird es ein zweites Hybrid geben. Das Team arbeitet zum Teil daheim, zum Teil aber als Team hier vor Ort. Es wird ein anderes Hybrid geben. Wir waren ganz lange auf dem Punkt, Teams in der Softwareentwicklung müssen beieinander sitzen, am besten physisch, nicht nur im gleichen Gebäude, sogar noch im gleichen Stock. Auch das wird sich verändern. Also die Ortswahl, die arbeite ich in Berlin, in Nürnberg im Team zusammen, wird ganz anders sein. Deswegen dieses Hybrid hat definitiv mehrere Dimensionen als nur analog, digital. Da sind, glaube ich, deutlich mehr Facetten dahinter. Aber ich denke, so wie Sie es beschreiben, wie Sie es angehen, werden da ja viele Stimmen aus der Organisation bei Ihnen sozusagen gehört und mit eingebracht in den Prozess, dieses neue Normal und auch die hybriden Facetten des neuen Normal zu verstehen und zu implementieren. Also ich finde es hochspannend und sehr faszinierend, Ihnen zuzuhören, Herr Beer, wie Sie das in Ihrem Unternehmen umsetzen. Vielleicht ein letztes Wort. Was sind Ihre nächsten Ziele jetzt für 2021? Das Jahr nähert sich schon so der Halbzeit allmählich. Was soll noch erreicht werden in dem Jahr? Naja, wir müssen aufpassen, und damit meine ich mit wir jetzt nicht nur uns, sondern ich glaube die ganze Industrie und auch die Software-Sparte, dass wir vor lauter Corona nicht vergessen, die Hausaufgaben, die wir sowieso zu tun haben, zu erledigen. Und das heißt, Umstieg auf Cloud-Strategie, um diese Chancen, die hinter der Technologie Cloud steckt, KI, auch wirklich zu nutzen. Und zu nutzen heißt an der Stelle nicht, wie mache ich mir das Leben einfacher als Unternehmen, sondern wie schaffe ich mit der Technologie deutlich schneller Mehrwerte beim Kunden. Und das darf man nicht vergessen und das ist der Schwerpunkt, den haben wir auch während der Corona-Pandemie nicht aus den Augen verloren, aber da ist man natürlich auch viel in Reaktionen, aber das ist natürlich der Schwerpunkt, genau diese Strategie jetzt mit noch mehr Geschwindigkeit und mit noch mehr Agilität umzusetzen, um noch mehr Mehrwerte für die Mitglieder rauszukriegen. Mehrwerte für die Mitglieder, Mehrwerte für die Mitarbeiter, Mehrwerte für die Kunden und das alles fügt sich zusammen in einem neuen Normal im Hause DATEV. Und das wird ein hybrides Normal sein und es wird auch ein Normal sein, und das fasziniert mich an dem, was Sie geschildert haben, auch besonders, in dem Führung nicht nur in der Theorie, nicht nur als Vision oder Strategie, sondern ganz konkret unterlegt mit einem klaren Commitment auch hin zu den Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen in der Firma, in dem diese Führung neu definiert und neu gelebt wird. Ich finde, das ist ein sehr spannender und sehr ganzheitlicher Ansatz, ein toller Impuls für unsere weiteren Diskussionen, die wir heute hier bei den Bechtle Competence Days haben werden. Und ich darf mich bei Ihnen, lieber Herr Beer, sehr herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Morgen bei uns zu sein und diese sehr praxisnahe, aber dennoch sehr strategische Sicht mit uns zu teilen. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke sehr. Einen angenehmen Tag für Sie noch.